Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir ein bisschen über die Rolle des Darms in Bezug auf Neurodermitis erzählen. Obwohl an der Haut die stärksten Symptome sind, ist die eigentliche Krux der Geschichte im Darm beheimatet. Denn die Bakterien des Darms steuern fast dein gesamtes Immunsystem. Haut und Darm hängen sehr eng zusammen. Die Bakterienflora auf deiner Haut, auf deinen Schleimhäuten, in deinem Darm sorgt dafür, dass keine schlechten Bakterien oder Erreger sich breit machen können. Von daher ist es ganz wichtig, dass du eine gesunde Flora hast, sowohl auf deiner Haut wie auch in deinem Darm. Ist das Milieu nicht so gut, kann es zu einem sogenannten Leaky Gut kommen. Dann ist die Schleimhautbarriere des Darms gestört und Nahrungsbestandteile, Allergene, Toxine können durch die Darmwand kommen, die sonst dort überhaupt nicht hingelangen würden. Sie kommen dann in das Lymphsystem. Das hat zur Folge, dass es allergische Reaktionen gibt oder auch, dass das Immunsystem überschießt und viel Histamin freigesetzt wird. Wenn du rausbekommen möchtest, ob so ein Leaky Gut bei dir vorliegt, kannst du bestimmte Untersuchungen, Laboruntersuchungen machen, zum Beispiel das Alpha-1-Trypsin im Stuhl, den pH-Wert des Stuhls. Sonulin ist ein Parameter, das man sich angucken kann. Und natürlich auch die Bakterienflora selbst. Ich werde jetzt ein paar Tipps geben, was du grundsätzlich für einen gesunden Darm, eine gesunde Darmflora tun kannst, damit du über diesen Weg dein Immunsystem positiv beeinflusst. Das erste ist, schau, ob es Nahrungsmittelunverträglichkeiten gibt. Versuch rauszukriegen, welche Nahrungsmittel dir gut tun und dein System unterstützen und welche nicht. In dem Moment, wo du die dich belasten, weglässt, entlastest du dein ganzes System, sodass es besser arbeiten kann. Das zweite ist eine sogenannte Symbioselenkung im Darm. Das heißt, du kannst gute Bakterien, also vor allem Lactobakterien und Bifidobakterien zu dir nehmen, um die gesamte Flora wieder in die richtige Richtung zu bringen. Es gibt da sehr gute Produkte, zum Beispiel von der Firma Dr. Wolz, die du möglichst über einen längeren Zeitraum zu dir nehmen solltest. Also nicht nur eine Packung, das dauert schon mal ein halbes oder ein Dreivierteljahr, ehe sich die guten Bakterien dann auch wirklich breit gemacht haben. Hilfreich ist dabei auch, deinen Darm vorher anzusäuern. Das heißt, ein Glas mit Wasser und Brottrunk oder Apfelessig in ein bisschen Wasser gemischt zu trinken. Denn nur in einem sauren Milieu können diese sogenannten Probiotika gut wirken. Dann ist natürlich die Ernährung ein ganz wichtiger Punkt, um deine Darmbakterien zu unterstützen. An erster Stelle sind da Ballaststoffe zu nennen. Sie füttern die Bakterien auf der einen Seite, auf der anderen Seite binden sie Gifte und regen die Verdauung an, sodass der Darm immer gut funktioniert und in Arbeit ist. Ballaststoffe bekommst du über Gemüse wie Kohl, Brokkoli, Blumenkohl, über Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, und auch natürlich Samen und Nüsse. Ein besonderer Ballaststoff ist Inulin, den möchte ich nochmal besonders erwähnen. Den bekommst du zum Beispiel über Topinambur, Schwarzwurzeln, Zwiebeln oder auch Bananen. Dieser Ballaststoff, und in Schalen von Äpfeln ist er auch enthalten. Inulin wird besonders gerne von Darmbakterien verspeist sozusagen. Bitterstoffe regen die gesamte Verdauung an und unterstützen auch ein gutes Milieu.
Wildkräuter sind empfehlenswert, also so etwas wie Brennnessel, Giersch, Gundermann, die sind eine regelrechte Mikrostoffdusche für deine Darmbakterien. Ein weiterer Stoff, der sehr gut für deine Darmflora ist sogenannte resistente Stärke. Resistente Stärke wird von den Darmbakterien auch gerne verspeist sozusagen. Du findest sie in unreifen Bananen, also solange die Banane noch sehr fest ist, aber auch in gekochten Kartoffeln und Nudeln, die du hast erkalten lassen. Und hinterher dann zum Beispiel als Kartoffelsalat, Bratkartoffeln oder angebratene Nudeln verspeist. Grundsätzlich sind auch Kuren vielleicht einmal oder zweimal im Jahr für deinen Darm gut. Eine Fastenkur oder eine Entlastungskur mit Flohsamenschalen oder Heilerde. Auch das ist sehr zuträglich für deine Flora. Rechtsdrehende Milchsäuren in Form von milchsauer eingelegtem Gemüse oder Gemüsesäften ist sehr zuträglich für die Flora. Oder auch Brottrunk. Brottrunk habe ich ja jetzt schon öfter erwähnt. Brottrunk ist eine Flüssigkeit, bekommst du in den Lebensmittelgeschäften, auch im Bioladen oder im Reformhaus. Der enthält sehr viele Enzyme und eben rechtsdrehende Milchsäurebakterien. Du kannst den Brottrunk zum einen mit Wasser mischen, so wie er dir schmeckt, dass er nicht zu sauer ist. Du kannst auch etwas Honig oder Apfelsaft reinmischen. Und du kannst ihn tatsächlich auch äußerlich auf betroffene Stellen reiben und einwirken lassen. Ja, als letzten Tipp, was deinen Darm angeht, damit der reibungslos funktioniert, ist natürlich viel trinken auf der einen Seite, also Wasser, Kräutertees wie Kamille oder Fencheltee und Bewegung. Übungen, bestimmte Yoga-Übungen oder häufig in der Hocke sitzen, sind alles Möglichkeiten, um deinen Darm in einen guten Zustand zu bringen, dass er gut funktioniert. Ja, und als letzten Tipp noch, bau deinen Stress ab. Darmbakterien sind sehr empfindlich, was Stress angeht, und sie haben es gerne entspannt und harmonisch. Vielen Dank.